bist Installateur und suchst nach einer einfachen und sicheren Lösung, um das Energiemanagement deiner Kunden effizient einzurichten. Mit dem Installationsassistenten der Leaflet Hems App brauchst du nur wenige Minuten. Intuitiv, schnell und zuverlässig. Und zusätzlich unterstützt das Leaflet Hems dich als Installateur dabei, unabhängig zu bleiben und eine zeitgerechte Lösung anzubieten. Die Installation beginnt direkt an der Unterverteilung. Das Leaflet Hems wird auf der Unterseite mit 230 Volt AC verkabelt. Durch die kompakte Bauweise passt es platzsparend auf nur 4 Teilungseinheiten. Für eine stabile und schnelle Verbindung nutzen wir die LAN-1-Schnittstelle. Sobald das Hems mit dem Strom versorgt ist, erkennt es automatisch alle Geräte, die über Modbus TCP kommunizieren. Ein Stromzähler ist essentiell, um Daten für das Energiemanagement bereitzustellen. Am Netzanschlusspunkt reicht ein herkömmlicher Stromzähler oder ein Smart Meter aus. Falls bereits ein Hybridwechselrichter mit Smart Meter vorhanden ist, kann das Hems diesen direkt auslesen. Ein zusätzlicher Zähler ist dann nicht nötig. Mit der Daisy-Chain-Verkabelung können mehrere Geräte über ein einziges Kabel verbunden werden. Ideal für eine aufgeräumte Installation. Richte jedes Endgerät nach Herstelleranleitung ein. Beachte die Verbindungsempfehlungen und überprüfe die Verbindung in der Anleitung. Falls nötig, hilft dir unser Service Center weiter. Sobald alles angeschlossen ist, übernimmt unser Installationsassistent und führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Wenn alle 3 LEDs am Hems leuchten, dann heißt das, es ist einsatzbereit. Die oberste LED steht für eine stabile Stromverbindung, die mittlere steht für die Netzwerkverbindung und zeigt uns eine Internetkommunikation. Und die untere ist einfach die Status-LED, das heißt, wenn die grün leuchtet, läuft das Hems. Sobald ich im gleichen Netzwerk wie das Leaflet Hems bin, kann ich die App starten. Zuerst klicke ich mich durch die Nutzungsbedingungen durch und kann auf Einrichtung starten. Hier wird nochmal abgefragt, ob die LAN-Verbindung vorhanden ist. Das ist das Gerät und es wurde schon gefunden. Jetzt kann ich hier ein Benutzerkonto anlegen und weiter. Gut, das Benutzerkonto wurde angelegt und ich kann mit der Einrichtung loslegen. Jetzt wird angefragt, ob ich Modbus RTU-Adressen verwenden will. Hier kann ich jetzt den RJ45-Stecker auf der Oberseite oder den 14-poligen Stecker auf der Unterseite aktivieren. Für das jetzige Gerät brauche ich keinen. Im nächsten Schritt soll ich den Stromzähler am Netzübergabepunkt einrichten. Da wir aber einen Hybridwechselrichter haben, kann ich diesen genauso auswählen. In unserem Fall jetzt den Fox ESS H3 Pro. Der Fox ESS H3 Pro wurde unter der Slave-ID 247 gefunden. Den kann ich jetzt auswählen. Hier kann ich noch die Nennleistung einstellen. 10 kW sind hier aber richtig. Wurde hinzugefügt. So werde ich gefragt, ob ich noch weitere Wechselrichter einrichten will. In diesem Fall nicht. Und jetzt kann ich Wallboxen einrichten. Hier in unserem Fall haben wir die Solax X3 HC. Zufügen, die wird jetzt übers Netzwerk gesucht. Die Solax Wallbox wurde im Netzwerk gefunden. Ich kann sie anwählen und auch hinzufügen. Zusätzlich zur Wallbox kann ich noch einen Haken setzen, um die Netzdienlichkeit nach § 14a des Netzbetreibers umsetzen zu können. Im weiteren Schritt kann ich noch eine Wärmepumpe hinzufügen. Hier kann ich die Wärmepumpe auswählen oder das ESCI-Ready Interface. Um eine optimale Optimierung herstellen zu können über ESCI-Ready, muss ich die maximale elektrische Nennleistung einstellen. Und genau diese kann ich auch wieder über den Paragraphen 14a Netzdienlichkeit steuern. Im nächsten Schritt könnte ich jetzt noch Heizstäbe hinzufügen, falls diese vorhanden sind, oder wieder einen Schritt weitergehen. Um den Überlastschutz gewährleisten zu können, muss die Sicherungen des Netzanschlusspunktes bzw. SLS hinterlegt werden. In diesem Fall 3x35 Ampere. Im letzten Schritt kann ich als Installateur nochmal meine Daten hinterlegen, dass sich der Kunde jederzeit melden kann. Gratulation!
Die Inbetriebnahme ist nun abgeschlossen und das HEMS ist vollständig konfiguriert. Im nächsten Schritt kann ich direkt auf das Dashboard gehen. Links oben sehen wir den Zähler von FOX-CSS am Netzanschlusspunkt, der mit dem Inverter verbunden ist. Aktuell mit niedrigen Werten, da wir uns in der Testanlage befinden. Unten sehe ich die AskReady-Schnittstelle, die Solax-Wallbox und den FOX-CSS-Batteriespeicher. Nach der Installation ist es ganz wichtig, dass sich die Seriennummer des Leaflet HEMS sichtbar im Schaltschrank befindet. Einmal ist die Seriennummer auf der Verpackung zu finden, aber in der Verpackung gibt es noch weitere Aufkleber. Diese kann ich schön sichtbar in den Schaltschrank kleben, so dass ich die Seriennummer und weitere Informationen jederzeit lesen kann. Sollte ein Servicefall auftreten oder irgendwelche Fragen sein, ist es wichtig, dass man immer die Seriennummer mit angibt, so dass sich unser Servicemitarbeiter direkt auf das Gerät schalten kann und womöglich die Probleme gleich lösen bzw. alle Fragen beantworten kann. Mit unserem HEMS kannst du als Installateur selbstständig bleiben und eine der innovativsten und sichersten HEMS-Lösungen anbieten. Mit der Leaflet HEMS App wird Energiemanagement einfach. Für dich und für deine Kunden. Mehr zur App und ihren Funktionen findest du in unseren weiteren Videos. Schau doch mal rein!